Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein Rezept für super leckere und saftige Kartoffelbrötchen. Dafür zunächst 300 Gramm geschälte Kartoffeln in etwas Salzwasser zum Kochen bringen und anschließend bei reduzierter Hitze und geschlossenem Deckel ca. 20 Minuten gar kochen. Nach Ende der Garzeit 125 ml Kartoffelwasser abschöpfen und zum Abkühlen zur Seite stellen und außerdem die Kartoffeln über einem Nudelsieb abgießen und ausdampfen lassen. Als nächstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, das abgekühlte Kartoffelwasser dazu gießen. Das Wasser sollte maximal noch lauwarm sein. Außerdem einen Teelöffel Zucker dazugeben und dann alles mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Wenn das erledigt ist, die abgekühlten Kartoffeln mit einer Gabel zerdrücken bzw. zerstampfen und danach zusammen mit 500 Gramm Mehl, der Hefe-Wasser-Mischung, einem kleinen Schuss Olivenöl und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben. Alle Zutaten mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten verkneten. Der Teig ist dabei zunächst eher fest und krümelig, wird aber durch das Kneten immer weicher, bis er dann zum Schluss so aussieht, glatt und eher klebrig. Den Teig anschließend auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben, von oben ebenfalls etwas bemehlen und dann nochmal kurz mit den Händen durchkneten, bis der Teig rundherum mit einer leichten Mehlschicht bedeckt ist. Anschließend zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für ca. 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen, bis sich das Teigvolumen deutlich vergrößert hat. Danach den Teig sowie die Arbeitsplatte erneut ein wenig einmehlen, den Teig nochmal kurz mit den Händen durchkneten, zu einer Kugel formen und jetzt mit einem Messer in 8 bis 10 etwa gleich große Stücke schneiden. Wenn das erledigt ist, können wir anfangen, die Brötchen zu formen. Dafür die Teigstücke nacheinander unter den Handflächen zu kleinen Kugeln rollen bzw. rund wirken und das Ganze für die restlichen Teiglinge wiederholen. Die geformten Brötchen danach mit etwas Abstand zueinander auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen, zum Schluss noch mit etwas Mehl bestreuen und dann für weitere 30 Minuten mit einem Küchentuch bedeckt ruhen lassen. So lange, bis sich das Volumen der Brötchen deutlich vergrößert hat. Jetzt schneiden wir alle Brötchen noch einmal mit einem scharfen Messer ein und dann für ca. 20 Minuten bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben, bis die Brötchen goldbraun und knusprig sind. Anschließend die fertigen Brötchen aus dem Ofen holen. So sehen die Kartoffelbrötchen dann aus. Eine goldbraune Farbe und durch das Mehl einen schönen rustikalen Look. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.